Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Wir sind gerade hier bei unseren Stachelschweinen. Da vorne ist auch schon der Berry, die alte Knalltüte. Die haben wir gerade ein wenig beschäftigt. Dazu hat er Bambus bekommen, den wir befüllt haben mit Nüsse und Rosinen. Und hier gibt es noch ein wenig Haselnuss. Da sind Löcher an den Enden reingebohrt. Da gibt es auch Nüsse und Rosinen. Kann man einfach mal so hinwerfen, holt er sich vielleicht gleich. Und so sieht das dann zum Beispiel aus, wenn er dann damit fertig ist. Ja. Denn das Stachelschwein ist ein Nagetier, genau genommen das drittgrößte Nagetier. Die haben umgewandelte Schneidezähne, die wachsen bei denen ein Leben lang. Auch in der Natur sind sie die ganze Zeit damit beschäftigt, oder besser die ganze Nacht damit beschäftigt, Nahrung aufzunehmen, Revier zu verteidigen und sonstige Sachen. Und hier im Zoo muss er nicht sein Revier verteidigen und deswegen passt das hier ganz gut mit dem Bambus. Und damit nutzt er seine Zähne ab, ist damit auch beschäftigt und somit wissen wir auch, dass dem Berry hier bei uns im Zoo gut geht. Und da wir gerade schon hier sitzen bei unseren beiden Weißschwanz-Stachelschweinen, Berry habt ihr gerade schon gesehen, das ist die Wilma, die ist erst seit April bei uns, die ist im Zoo Heidelberg geboren, die ist knapp über ein Jahr alt. Und ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen was über ihre Eingewöhnung hier bei uns im Zoo. Anfangs haben wir die natürlich erstmal getrennt, denn Stachelschweine sind territoriale Tiere, das heißt, sie waren nur am Gitter dann verbunden, wo wir dann über Nacht geschaut haben, was machen die eigentlich, haben eigentlich sofort feststellen können, direkt nach dem ersten Aufeinandertreffen, die beiden mögen sich, die wollen dann zueinander. Wir haben noch ein bisschen gewartet, um zu gucken, ob diese anfängliche, erfreuliche, emotionale dann doch vielleicht etwas Negatives ausschwenkt. Haben ihr auch erstmal Zeit dann auf der Anlage gegeben. Der Berry musste dann kurz im Stall bleiben. Und dann war eigentlich recht schnell klar, die beiden mögen sich, kommen ganz gut miteinander aus. Habt ja gerade auch gesehen, im Bau, da wurde fleißig Bambus weggeknuspert. Manchmal muss man auch dazu sagen, sie ist schon sehr dominant im Auftreten ihm gegenüber. Das heißt, wenn er mit dem Bambus dort reinkommt und sie hat keinen, dann kommt er 10 Sekunden später ohne wieder raus und holt sich dann einfach einen neuen. Ja, jetzt sitzen wir hier bei der Wilma an ihrem Bau und die Wilma ist tatsächlich sehr schreckhaft zu uns gekommen, was auch nachvollziehbar ist. Sie ist frisch von zu Hause weg, hat das Revier gewechselt, also den Zoo. Neue Leute, neue Geräusche, neue Gerüche. Absolut nachvollziehbar, dass sie da vielleicht ein bisschen schreckhafter ist. Wir sind aber wirklich auf einem sehr guten Weg. Also in der Anfangszeit hätte ich mich nicht hier so hinhocken können. Da wäre sie mir ja, auf gut Deutsch mit dem Hintern entgegengesprungen. Denn Stachelschweine, die stellen ihre Stacheln auf, um sich vor Feinden oder dann auch vor Artgenossen dann zu verteidigen. Das hat sie auch uns gegenüber deutlich gemacht, dass sie das nicht so toll findet, wenn wir hier rumsitzen. Aber wie wir sehen können, die Wilma ist da schon ziemlich entspannt. Sehen wir auch so etwas am stacheligen Kleid, dass sie da wirklich entspannt ist. Und wir sind auf einem guten Weg, dass wir sie vielleicht irgendwann mal so, ja, ich sag mal so zahm oder so Rockstar-mäßig wie den Berry dort hinten kriegen. Denn der kommt tatsächlich auch auf den Schoß. Ja, jetzt haben wir ja mit der Wilma und dem Berry hier ein Stachelschweinpärchen, genau genommen ein Weißschwanz-Stachelschweinpärchen, die ja auch in einer monogamen Ehe leben, die auch gemeinsam ihren Nachwuchs großziehen. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt es darauf anlegen oder hoffen, dass die beiden Nachwuchs bekommen, aus artenschutztechnischen Gründen. Denn das Weißschwanz-Stachelschwein ist in der Natur nicht gefährdet. Kommt dort in vielen verschiedenen Lebensräumen vor und auch in den Zoos, allein in Deutschland knapp über 100 Zoos und im ganzen EASA-Raum knapp über 200 Zoos, wo das Tier gehalten wird. Somit ist es nicht so zwingend notwendig, dass die beiden hier bei uns Nachwuchs bekommen. Sollte es doch passieren, wäre es natürlich schön für den täglichen Zooalltag. Aber wir würden dann natürlich auch Abnehmer dann für den Nachwuchs finden, denn ist ja schon ein sehr beliebtes Tier. Zoos haben ja auch einen Bildungsauftrag und dadurch, dass wir die Tiere hier halten, kann man einmal Stachelschweine viel besser kennenlernen und auch viel besser darüber aufklären, was es heißt, Lebensräume, Arten und sonstige Sachen zu schützen.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.